Ah, Deutschland, Land der Dichter und Denker, Land der Bratwurst und Reinheitsgebot, viermal Weltmeisterwinner und zweimal Weltkriegverlierer. Deutschland ist komplexiert, Deutschland ist vieles, aber jeden Deutscher kann sagen, dass Deutschland wirklich das Landesbrot ist. Guten Tag, ich heiße Alec, ein Ami, wir hatten die letzten 3 Jahre in Deutschland gelebt, spezifisch in Bremen. Über diese Zeit habe ich in jedem Bundesland gewesen. Ich habe Kultur und Geschichte gelernt, viele Würstchen gegessen und natürlich Bier getrunken. Ich habe ein ganzes Videoprogramm auf diesem YouTube-Kanal gemacht, Best of the Worst, wo ich finde die besten Wursten in jedem Bundesland. Aber vor das, ich habe ein anderes Video über Deutschland gemacht. Ein anderes Programm, wo ich finde die besten Sandwich in jedem Länder. Ich war so jung, so dumm, so naiv. Ich habe nur 3 Monate in Deutschland gewesen und in meiner Unerfahrenheit, ich habe das gesagt, die besten Beispiele für ein deutsches Sandwich, das National Sandwich Deutschland, war die Schnitzelbrötchen. Für einen Ausländer, das stimmt. Aber jetzt, ich bin kein Ausländer. Ja, ich weiß, ich habe kein deutsches Reisepass, aber ich habe sehr gut integriert. Und einen Tag wollte ich ein deutsches Pass. So, ich muss das direkt machen. Ein ganz neues Video über das beste Beispiel für ein wichtigster deutschen Sandwich. Bessere Erklärung, warum die Schnitzelbrötchen ist ein schlechtes Beispiel für ein deutsches Sandwich. Ich habe 2 Punkte. Erste, Schnitzel, die Hauptzutaten, kommt aus Österreich. Und für die Österreicher ist das Schlimmste, was man sie nennen kann, ist Deutsch. Oder protestanisch. Wir wollten ein deutsches Sandwich mit deutsches Zutaten. Zweites kann man in jedem Bauernhof ein Schnitzelbrötchen finden. Ja, aber es ist nicht die beliebteste, was in einer Bäckerei gibt. Was ist das beliebteste Sandwich in Deutschland? Ein Sandwich so beliebt ist, dass die Leute die Regierung bitten, den Preis zu regulieren, den Preis zu sinken. Friedrich Merz sinkt den Dönerpreis. Natürlich das Döner-Kebab. Man kann in jeder Stadt einen Dönerladen zu finden. Normalerweise auf einer Straße mit 5 Dönerladen, 3 Frisur und einem amerikanischen Candy Shop. Aber die Geschichte davor ist ein bisschen kompliziert und ich habe ein ganzes Video über diesen Thema gemacht. Die Greatest National Sandwiches, die Türkei. Aber die Gastarbeiter in Berlin hatten des Jahres 1971... Nein! Wo kommen diese Gastarbeiter? Überraschung, die Türkei. So, wir haben ein österreichisches Sandwich und ein türkischer Kebab. Geil, willkommen zurück, der Mittelmarkt. Deutschland ist vieles und groß. Also natürlich, wir müssen ein deutsches Sandwich finden. Und ich habe viele Beispiele. Wir sind frei, frei wie der Wind. Wir sind frei, wir sind wer wir sind. Moin, im Norden am besten gibt es der Fischbrötchen, ein wunderschönes Sandwich direkt von Meer. Matthias, Krabben, Backfisch und mein Lieblingsbismarck, der Fisch. Für einen Hanseaten wie mich gibt es nichts Schönstere, als ein Fischbrötchen auf das Meer zu essen. Aber wie immer kommt irgendwas dazwischen, das mir einen Tag verdirbt. Bayern, die sind wir mir. Bayern, jawohl, die sind wir mir. Servus, Bayern, unser größten und lautesten Bundesland, Heimat des Liebkässemmel. Ein Fleischkäse im Brötchen mit süßer Senf. Bayern und ich verzeihen uns nicht immer, aber wir sind uns einig, dass viel besser, als was sie im Westen haben. Der Höchstpunkt der Wirtschaftswunder, Toast Hawaii. In Industrialherzen des Rheins finden wir Toast mit Chicken, Ananas, Käse und ein Kirsche obendrauf. Bodenlos. Die kapitalistischen Nachrichten führen zu dieser Schöpfung. Aber was ist mit der anderen Ende des Spektrums? Im Osten gibt es unsere Freunde von der DDR, das perfekte deutsches Essen. Thüringer Bratwurst, mein Lieblingswurst in Deutschland. Aber ein Wurst ist nicht immer ein Sandwich. Wir wollten ein Wurst und ein Sandwich. Ein Sandwich, das jeden Mensch in Deutschland isst zum Abendbrot. Das Mettbrötchen. Ja, Mett ist nicht so schwer zu erklären, weil das nur rohes Fleisch ist.
Welches Fleisch? Natürlich Schweinefleisch, der liebste Fleisch des Deutschen. Met oder Hackerpeter im Norden ist alt. Die Deutschen essen seit dem Tonnenberger Wald rohes Schweinfleisch. Seitdem essen sie es. Durch die Heilige Römische Reich, Otto der Große, die Pest, die Reformation, der Bürgerkrieg, der 13-Jahre-Krieg, der Schleswig-Krieg, der 7-Jahre-Krieg, der Napoleonischen Krieg, der Schleswiger-Krieg, der Bruderkrieg, der Deutschen-Französischer-Krieg, der Ersten Weltkrieg, der Zweiten Weltkrieg. Mann, Otto meint es wirklich ernst, also Eisen und Blut sagt. Okay, zu. Die ganze Zeit essen sie Fleisch. Zum Beispiel nach dem Zweiten Weltkrieg. Es gibt nicht so viel zu essen, außer Met. Dann in der Wirtschaftswunder, sie hat den Mettigel gemacht. Ja, das ist Met. Mit Zwiebel in Form eines Igels. Das künstliche Meisterwerk den Deutschen. Also ja, sie mögen Met. Und das schon seit langer Zeit. Aber es gibt ein Lebensmittel in Deutschland, das die Nummer 1 ist. Brot. Die Deutschen sind normalerweise nicht sehr stolz auf ihr Land, wahrscheinlich wegen der schrecklichen Dinge ihren Vorfahren getan haben, aber sie sind stolz auf ihren Brot. Und auch 7-1. Jeder Deutsche wird ihren sagen, dass deutsches Brot das beste Brot der Welt ist. Ein Brotkultur, die aus dem Mittelalter stammt, hat in Deutschland über 3000 Arten von Brot hergestellt. Weißbrot, Schwarzbrot, Dunkelbrot, Füllkornbrot, Pumpernickel und das Brötchen. Perfekt für Frühstück, perfekt für Abendbrot. Das Brötchen ist der Grundstein des deutschen Brotkultur und die Basis für ein Mettbrötchen. Nach den Zutaten erklärt werden, es ist Zeit zum Zusammenstellen. Hier, in Deutschland, ich muss ja sagen, in Deutschland, nicht Berlin, natürlich, Gott sei Dank. Nee, wir probieren das Mettbrötchen in Bremen, meine Heimat hier in Deutschland. Gott sei Dank nicht Berlin. Und nach einer kurzen Reise wird sie zurück in Bremen. Für ein authentisches deutsches Erlebnis sollten sie auf einen lokalen Fleischerei und Bäckerei und so weiter gehen. Aber ich kaufe bei Kaufland ein, weil ich habe keine 500 € für Edeka übrig haben und ich werde nicht wieder Gemüse bei Netto kaufen. Zuerst das Pfann zurückgeben, dann eine Zwiebel, vergessen Sie nicht, sie zu wägen. Dann kommt das Brot und wir können leider nicht dazu, die Brotsteinmaschine zu benutzen. Dann meine Spätzlesoße, Deutschlands Lieblingssoße, Maggi. Und zum Schluss das Met. Und auch ein leckeres Bierchen. Nur zur Endmontage. Zuerst das Brot. Ich habe ein Kaiserbrötchen. Dann budieren wir das Brot, weil wir lieben die Europäische Union. Jetzt kommt der Stern, das Met. Als nächstes die Zwiebel für etwas Geschmack und Textur und wir belegen es mit etwas Maggi. Was es nicht normal ist, aber es Maggi ist. Also jetzt endlich der Geschmackstest. Aber weiter. Zuerst holen wir das deutsches Bier und öffnen sie auf deutschen Art. Prost! Und jetzt das Sandwich. Hier ist mein deutsches Live-Reaktion. Ja, man kann nicht merken. Total, man kann nicht merken. Das Beste, was der Deutschen über Essen sagen kann. Also, da haben Sie ein sehr deutsches Sandwich mit einer sehr deutschen Reaktion. Die Hungertopf rein. Hoffe nicht, das ist eine Wiedergutmachung für meine früheren Fehler in meinem ersten deutsches Video. Aber ich habe das Gefühl, dass die Hälfte die Kommentare meinen Deutsches korrigieren wird. Ich weiß, mein Deutsch ist nicht perfekt, aber ich wollte den Deutschen zeigen, was Deutschland für mich bedeutet. Und so war mit Sandwiches. Insgesamt fühle ich mich in keinem anderen Land so wie in Deutschland. Diese Gemütlichkeit ist einzigartig. Ich bin zwar nicht hier geboren, aber ich bin stolz, hier zu leben. Und ich weiß, dass ich jetzt in Österreich lebe. Aber ich werde immer wieder zurückkommen. Weil Deutschland sich für mich wie Heimat angefühlt. Also danke, Deutschland. Danke für alles. Danke und auf Wiedersehen. Das alles ist Deutschland. Das alles sind wir. Es gibt es nirgendwo anders. Nur hier. Das alles ist Deutschland. Das sind alles wir. Wir leben und wir sterben hier.